Nächstes Bundesligaspiel wieder gegen eine Berliner Mannschaft, diesmal aber Union mit Fünferkette und vor unserem ersten Champions League Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe die Mannschaft ein bisschen durchgetauscht. Nagalo, Tuta, Nkunku unter anderem. Miretti spielt neben Ugarte auf der 6. Dann haben wir Haraldsson drinne. Und vorne Sascha Kalajdzic gibt sein Startelfdebüt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das gegen Union läuft. Ob das auch so wird wie gegen die Hertha. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass Union vielleicht ein bisschen mehr macht. Wobei das gegen Hertha wäre auch fast schief gegangen. Da haben wir ja ein Last-Minute-Ding geholt. Unser erstes Last-Minute-Tor. Mal gucken, wie viel wir noch brauchen die Saison. Durch Sascha Kalajdzic. Oh, da gibt es gleich mal die Blutgrätsche von Volland. Das muss mindestens mal gelb geben, wenn nicht sogar rot. In diesem Spiel weiß man nie. Ja, es gibt gelb, okay. Und Union Berlin, das wollte ich euch noch erzählen, die haben Hugo Ekitike vorne im Sturm. Das ist der Mann, der im Sommer nicht zu uns wollte und jetzt im Winter im Gespräch ist. Eieiei, das ist schon eine böse Grätsche. Also gibt es auch Schiris, die pfeifen da oder die geben da bestimmt die rote Karte. Hat er ein bisschen Glück gehabt. So, wen haben wir jetzt als guten Freistoßschützen? Ich muss mich ja auch mal ein bisschen reinfuchsen, auch was die Neuzugänge betrifft. Ja, Kadiolu kann das nicht so gut. Ibimbe, Kalajdzic, ne, da haben wir schon mit Mamouche den Besten, aber das machen wir nicht direkt. Das ist viel zu weit weg. Wir machen mal was ganz, ganz Verrücktes. Ibimbe, Haraldsson außen, ja. Jetzt muss ein Nkunku hinterlaufen, dann kriegt er den. Und dann irgendwie den Hühn finden in der Mitte. Wir haben ja jetzt einen 2-Meter-Mann vorne drin. Und den kriegen wir jetzt nicht ran, aber wir bleiben in Ballbesitz. Ugarte. Ja, vorne festsetzen ist jetzt hier die Devise. Irgendwie gegen die Fünferkette durchkommen. Ich habe auch mal ein 4-3-3 mit reingenommen. Und zwar mit einem 6er und 2 Achtern. Mal als Alternative. Also nicht immer 4-2-3-1. Klar, wenn das funktioniert, dann behalte ich die natürlich. Aber es gibt auch ab und an mal andere Formationen, die hoffentlich gut funktionieren. Kayuglu muss es mal probieren. Warum denn nicht? Aus Spitzenwinkel mal ein Torschuss. Jetzt nicht hier den Ball reintragen. Das ist nicht so meine Art und mein Stil. Aber schon so durchkombinieren und dann irgendwann auch treffen. So, dann macht mal Miretti. So, und wir müssen jetzt natürlich auf Sascha Kalajdzic, der steht auch schon richtig. Aber Mamouche kommt dran! 1-0! Die Eckbälle, die sind es halt einfach. Das ist Wahnsinn, wie effektiv man aus Eckbällen Tore machen kann. Vor allem halt im Karrieremodus, aber halt auch im Online-Modus. Das finde ich, haben sie diese Saison, oder in diesem Spiel, weiß ich nicht, zu OP gemacht, will ich gar nicht sagen. Ich meine, ist ja gut. Wenn es klappt, ist gut. Da kommt Mamouche schon völlig frei zum Kopfball. Da ist ja so richtig niemand. Erst hat er einen Gegenspieler, dann geht er weg. Dann versucht Roussillon noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Sehr, sehr schön. Mamouche also auch in die Torjägerliste eingetragen. Bleibt auch nicht sein letztes Tor. Und dann ist das bislang Saisonstart nach Maß. Also in Leipzig gewonnen, bei der Hertha gewonnen, gegen die Bayern leider unglücklich zu Hause. 1-0 durch einen sehr, sehr unnötigen Elfmeter verloren. Jetzt führen wir hier schon wieder. Genau so hatte ich mir den Auftakt gewünscht. Ja, perfekt wäre natürlich 4 Siege, aber gut, eine perfekte Saison werde ich wahrscheinlich nie haben. Aber dafür hier bislang sehr, sehr guter Auftakt. Mamouche, nächste Chance. Und das Geile ist ja, ich kann es nur noch mal betonen, wir haben noch wirklich Qualität auf der Bank. Also egal, ob wir es in der A11 hier, nenne ich es jetzt mal so eine zusammengewürfelte Mannschaft aus der A- und B11 und halt die B11, da ist ebenfalls viel Qualität auf der Bank. Viel Potenzial, viele, viele Talente, die halt auch noch gut werden, also die sind schon gut, ihr wisst, was ich meine, die noch eine sehr hohe Gesamtstärke dann bekommen in 2-3 Jahren, mal gucken. Und das sieht bislang sehr, sehr gut aus hier, sehr flott über den Flügel, meistens über links, über die Nkunku-Seite, schauen wir mal vorne, da ist er doch, da ist der Hühne, ne, da ist Miretti. Kalajdzic von außerhalb, warum nicht, der kriegt den Raum und den Platz, ich muss mal gucken, ob der auch da spielt, wo er spielen soll. Nicht, dass hier wieder irgendwas umgestellt ist. Nee, weil ab und zu stellt das Spiel ja auch gerne mal Spieler auf die Position, wo ich sie gar nicht hingestellt habe. So, wollen wir Eckballtor Nummer 2? Seid ihr bereit? Okay, also schon mal die Arme hoch zum Jubeln. Flanke Miretti. Diesmal ist Nagalo an der Reihe. Schade. Eckball von der anderen Seite. Diesmal ein Linksfuß. Ah, nee, jetzt ist Rechtsfuß oder was? Nee. Das muss genau andersrum sein. Wo haben wir denn hier unseren einzigen Linksfuß? Ist Haraldsson, der ist auch Rechtsfuß. Jetzt muss ich mich beeilen, sonst schießt er von alleine. Hier ein Nkunku. So, und jetzt hopp. Ja, jetzt haben wir es. Ein Nkunku-Flanke und jetzt kommt er ran. Kalajdzic und Miretti. Nächste Chance, nächster Eckball. Also es geht auch hier von Anfang an nur in eine Richtung. Jetzt versuche ich hier mal mit dem Linksfuß vielleicht. Weg vom Tor. Da kommt Kalajdzic. Ne, immer noch nicht ran, aber Nkunku kriegt den zweiten Ball.
Auf Miretti. Kommt wieder nicht ran. Schade, jetzt haben wir mal einen 2-Meter-Mann vorne drin und wir bekommen den leider noch nicht so recht ins Spiel rein. Ja, und da steht halt nur 1-0. Das ist genau dasselbe wie gegen die Hertha. Wir sind die bessere Mannschaft. Wir haben so viele Chancen im Minutentakt ja hier quasi. Und dann steht es halt nur 1-0. Das ist die große Gefahr. Aber ich bin mir sicher, wenn wir so weitermachen, dann ist das zweite Tor gar nicht mehr weit weg. Ebimbe, Haraldsson und Mamouche, der wäre einschussbereit gewesen. Und dann klappt auch die Rückwärtsbewegung, dann müssen alle wieder nach hinten. Alle verteidigen, alle greifen vorne mit an, sehr, sehr gut. Und wenn wir das wirklich konstant über die ganze Saison lang irgendwie hinbekommen, hier schon wieder über 70% Ballbesitz, dann weiß ich nicht, wo das noch hingeht. Warum denn nicht? Aber jetzt, große Chance, Kalajdzic, jawohl, und jetzt aber Mamouche. Jetzt macht er sein Doppelpack. 2-0, 34. Minute. Ja, kurz gezerrt bei dem Torschuss. Haha, denkst du, alle gefoppt wieder. Sehr, sehr schön. Gut auseinandergezogen. Die Dreierkette ist dann so ein bisschen unsortiert. Hätten wir auch, nicht rüberlegen können. Das mussten wir genau so machen. Mamouche gegen die Laufrichtung von Schwolo in die andere Seite. Schön verladen. 2-0. Und das kurz vor der Pause, sehr gut. Also das Ergebnis bestätigt jetzt auch so, wie das Spiel läuft. Also ich weiß gar nicht, ob Guillaume Resté bislang einen Ballkontakt hatte. Ich glaube nicht. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Und ich habe mir Filip Kostic noch nicht gekauft, aber ich habe mir das im Hinterkopf mal behalten, weil ein Zuschauer hatte dann geschrieben, dass ich den von Leipzig wieder wegholen muss. Ich hatte mich ja ein bisschen echauffiert drüber, dass er bei Leipzig spielt. Also ich sag mal, zu Filip Kostic in Frankfurt sagt man, glaube ich, nicht nein. Wobei auf der anderen Seite soll man abgekühltes Essen auch nicht wieder aufwärmen, ne? So sagt man das doch, glaube ich, aber im Falle von Filip Kostic wäre das, glaube ich, problemlos für die linke Seite, warum nicht? Aber jetzt nicht vielleicht, im Winter. Ich werde mir den gleich mal auf die Transferliste setzen nach dem Spiel, damit ich den nicht aus den Augen verliere. Weil das ging überhaupt gar nicht. Also Filip Kostic in einem Leipzig-Trikot, das, nee. Wollen wir nicht nochmal. Oh, wir haben sehr, sehr gute und sehr, sehr viele Spieler auch vorne im Strafraum gehabt. Das ist eine gute Aufteilung. Nochmal Mamouche. Lupenreiner Hattrick wäre fast da gewesen. Ja, und das finde ich wirklich super. Hier Ugarte auch, aber man muss auch sagen, Union, die haben leider nichts entgegenzusetzen. Oder was heißt leider? Für uns ist es gut. Ich finde es gut, wenn wir so Spieler haben. Gerade zu Beginn, wie gesagt, dieses Punktepolster, was wir schon bekommen können, das ist ja Wahnsinn. Wir machen ja hier Pressing vom Feinste nach Mamouche. Ein bisschen zu locker, aber Unioner können sich den Bayer immer noch selber reinhauen. So, also 2:0. Ich denke mal, das ist noch ein Tor zu wenig sogar. Wenn wir mal kurz auf die Stats schauen. Oh ja, oh ja, oh ja. 10 Schüsse, 80%. Also wir knacken mittlerweile die 80% Ballbesitzmarke. Wahnsinn. Und jetzt schon über 10 Schüsse, also mehr als dominant. Geht ja gar nicht. Ja, aber zeigt halt auch, dass wir besser sind als Union. Aber wir waren noch besser als die Hertha und haben es da lange spannend gemacht. Weil wir halt das zweite Tor nicht gemacht haben. Jetzt gucken wir mal, was Union in der zweiten Halbzeit noch hat. Ja, Kajolu auch sehr, sehr gut. Auch ein sehr, sehr guter Transfer, weil er halt auch schnell ist und sehr zweikampfstark. Kalajdzic schickt Ebimbe, aber müsste er faul kriegen. Es war abseits. Ah ja, ja, auch nicht schlecht. Ja, ganz knapp. Ganz knapp vorne die Fußspitze wahrscheinlich war es. Naja, egal. Wird nicht die letzte Situation bleiben. So, Miretti ist auch wieder da. Auch wenn der jetzt nicht mehr von Anfang an spielt, der macht trotzdem bislang seine Sache richtig gut. Haraldsson, er kann jetzt eine richtig gute Chance rausspielen für Sascha Kalajdzic. Ach, auch so geschoben. Aber Mamouche ist nochmal da und Haraldsson. Er passt dann leider den Rebound. Und weiter geht's. Nagalo, der hat halt übrigens auch schon eine 73, ne? Der ist bei uns mit einer 66 gestartet. Hat dann über den Sommer ein großes Upgrade bekommen. Sehr, sehr gut. Auch der wird noch richtig wichtig werden. Ebimbe, ja, kein Abseits. Kalajdzic winkt nochmal. Da ist er! Ja. Jetzt wollen sie alle mal auf den Spuren von Gift Orban. So. Wir wechseln jetzt schon mal auch so ein bisschen mit Vorsicht auf die Champions League. Schaut mal, ey, das ist eine Bank, oder? Die hätte ich mir letzte Saison gewünscht. Wir können auch einen William Pacho reinbringen. Aber ich würde gerne Nagalo auch mal durchspielen lassen. Wir machen mal einen Knauf für Ebimbe vorne rein. Dann darf sich Orban mal auf Außen beweisen. Und Van de Beek machen wir mal für Ugarte rein. Der wird nämlich auch in der Champions League wieder spielen, genau.
So belassen wir es, glaube ich. Und da kommt von Union echt wenig. Ich weiß gar nicht, wo die letzte Saison waren. Thuram, die haben natürlich auch gute Spieler, ne? So ist es nicht. Also Thuram, Volland, dann diesen Hugo Ekitike, der vielleicht zur Eintracht kommt, vielleicht auch nicht. Er soll wohl auf der Liste stehen. Schauen wir mal, was noch bis zum 31. Januar passiert auf dem Transfermarkt. Jetzt kommt erstmal ein Nkunku mit der Flanke und oh, Miretti, nein! Oh, zu weit vorgelegt, aber Haraldsson ist da. Den hätte er sich schön direkt nehmen können. Miretti, Kaliogu, wir haben natürlich jetzt auch viel Platz. Hinten Orban, schöne Direktabnahme. Aber das ist das Lustigste. Guck mal, wir haben Sascha Kalajdzic vorne drin, über 2 Meter. Der hat noch nicht einen Kopfball bekommen, glaube ich. Aber vielleicht ja jetzt. Nächste Chance. Und Nkunku. Und Orban, nee. Gibt den nächsten Eckball. Was hat der Schiri da in der Hand eigentlich? Hält er die ganze Zeit seine Karten hier? Guck mal, der hat doch eine weiße Karte in der Hand. Scheint auch ein neues Gimmick zu sein wahrscheinlich, was ich freigeschaltet habe. Orban. Kaliogu wieder ein Nkunku. Wir kriegen jetzt natürlich auch so viel Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Kalajdzic. Jetzt ist es da. Sein Kopfballtor, sein Heimpremierentor. Genau, Jubel vor der gegnerischen Fankurve. Aber das geht nicht. Da habt ihr ja gerade gesehen, wie leicht und wie viel Zeit. Ihr guckt euch das mal an. Das geht überhaupt nicht. Und dann natürlich in der Mitte Sascha Kalajdzic. Zack. Da kann Schwolo auch nichts machen. Guck mal, der steht, der muss noch ein bisschen hochspringen. Zack. Schön nach unten geköpft. Der ist bestimmt auch haltbar. Also wie gesagt, die Animation manchmal von den Keepern, die muss man auch nicht verstehen. Aber gut für uns. 3-0, jetzt ist das Ding durch. Und ich schalte jetzt mal auf diese 4-3-3-Formation. Mit einem 6er und 2 Achtern. Die können wir jetzt spielen. Also jetzt noch 25 Minuten. Da wird ja jetzt wohl nichts Großartiges mehr passieren. Wir können auch ein bisschen was fürs Torverhältnis machen. Und für das Selbstbewusstsein, Spielfreude zeigen. Ja, super Ball von Van der Beek. Ja, jetzt fehlt leider der Mann in der Mitte, aber Miretti kann es auch. Mit einem Schlenzer. Und weiter, trotzdem Druck machen. Klar, wir haben jetzt natürlich durch diese Formationsumstellung außen wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz. Weil die Flügel schön auf die Außen gezogen werden. Wieder ein Nkunku, Haraldsson. Nkunku ist nicht im Abseits. Und jetzt Kalajdzic. Ach, schöner Angriff, aber wir können den leider nicht zu Ende spielen. Und Union, die wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ey, die sind froh, wenn sie mal 5 Minuten Pause haben. Aber Achtung, Lücken sind ein bisschen zu groß. Da kommt Danilo, kein Abseits. Achtung, große Chance. Oh, Nkunku und Nagano grätschen vorbei. Und Union kommt zum Anschlusstreffer. 3-1. Stell mal die Formation um, haben sie gesagt. Ja, ja, wird nichts mehr passieren, haben sie auch gesagt. Schade, aber war einfach auch nicht gut verteidigt. Hier ein Nkunku, gut, da hätte ich jetzt mit einem Schuss gerechnet, weil der hat schon so halb ausgeholt und Nagalo kommt dann zu spät. Und Guillaume Bresté muss auch hier hinter sich greifen. Also wir haben noch kein Spiel zu 0 gespielt. Wir haben bislang in jedem Spiel ein Gegentor bekommen. Das darf natürlich in der Champions League, ne, mit Blick auf Man City und Inter Mailand natürlich nicht passieren. Und Danilo natürlich, auch übrigens von Juve, ehemals, glaube ich, mit seinem allerersten Tor, was auch sonst. Aber ihr seht, wir machen direkt weiter. Wir lassen uns davon gar nicht unterkriegen. Wir führen. Wir legen vielleicht jetzt nochmal ein Tor nach. Haraldsson, nee, der ist nicht ganz so groß, aber Kalajdzic! Auch das Tor mit Ansage. Der weiß gar nicht, wo er hin soll. So schnell kann er gar nicht abbremsen mit seinen langen Gräten. Ja, doch er mit dem Krampf. Seine langen Stelzen. Ja, schon kurios hier. Guck mal, Flanke, Haraldsson kommt nicht ran. Und dann, guck mal, der geht schon zu Boden, weil er weiß, der hat gegen Kalajdzic eh keine Chance. Und dann zack, über den Keeper drüber. Der hat auch den richtigen Drall. Hoch. Wo ist er denn? Da ist er. Über Schwolo hinweg. Keine Chance. Also auch Doppelpack für Sascha Kalajdzic, der schlägt ein. Sehr, sehr guter Transfer auf jeden Fall. 4-0. Na, 4-0. 4-1. Zu 0 wäre schön. Vielleicht ja dann im nächsten Spiel. Gegen Zagreb. Das ist zum Beispiel auch ein Auftakt, der ist richtig, richtig
gut für uns. Schon mal die Chance, 3 Punkte zu holen. Dass wir vielleicht doch irgendwie Zweiter werden. Ich habe ja gesagt, so realistisch gesehen werden wir uns entweder mit Zagreb um den 3. Platz streiten oder mit Inter um den 2. Ich glaube, wir machen es erstmal vorsichtig. Wir gucken mal, dass wir gegen gegen Zagreb 6 Punkte möglichst holen und dann vielleicht gegen Man City und Inter irgendwas. Das kommt auch immer darauf an, wie gut die anderen sind. Wir waren auf jeden Fall heute richtig, richtig gut. Van de Beek hat nochmal ganz viel Platz für so einen Powerschuss. Aber der Gegner hat halt auch heute seinen Teil dazu beigetragen. Ne? Wir wollen das jetzt nicht höher hängen. Wir haben es auch gut gespielt. Aber wenn halt auch gar keine Gegenwehr kommt, wieder Kalajdzic. Und dann ist das so wie ein Trainingsspiel. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ihr seht das ja auch. Ne? Ich erzähle euch da hier irgendwie keinen Blödsinn. Ihr seht das ja selber. Aber Union kommt doch nochmal. Ja, Leidouni natürlich. Legt sich den Ball wieder 10 Meter vor. Achtung. Vielleicht noch ein Tor. Nee, ein Kunku ist dazwischen. Letzter Angriff wahrscheinlich jetzt. Donny van de Beek auf Kalajdzic. Super. Mit seinen 2 Meter Schelzen. Das sieht komisch aus. Aber die Bewegung war top. Die Bewegung, das hätte Ronaldo und die anderen Topstars, wie sie heißen, hätten das nicht besser machen können. 8 Schüsse alleine von Sascha Kalajdzic. Ey, überlegt euch das mal. Robin Gosens 0. Aber da gibt es auch noch ein paar andere, die heute 0 haben. Wir haben auf jeden Fall 4 Tore geschossen, 1 bekommen. Doppelpack Kalajdzic und Mamouche. Und somit bleiben wir weiter oben dran. 4:1. Und haben eine super Vorbereitung jetzt auf das Spiel gegen Zagreb. Gut, am Ende hatten wir dann 19 Schüsse. Und nun hatte einen einzigen. Das war halt das Tor von Danilo. Sehr, sehr souverän. Ach, wir gehen mal ins Interview rein. Oh, da habe ich mich aber verdrückt. Das wollte ich gar nicht machen. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier bei einem Interview. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hier, grandioser Auftritt von Sascha Kalajdzic. Heute hatten alle mit einem engen Spiel gerechnet. Nee, Kompliment an den Gegner. Was man jetzt beim 4:1 nicht so machen sollte. Das zweite Spiel gegen Union. Wir waren das entschlossenere Team. Ja, genau. Alles klar. Gewöhnt euch nicht zu sehr daran. Ihr werdet mich jetzt eine Zeit lang erstmal nicht sehen, weil ich gehe eigentlich nie zu Interviews. Aber hier haben wir die Champions League, die Vorbereitung. Das ist unser Wettbewerb. Da gehören wir hin, allein schon wegen den Fans. Wenn es danach gehen würde, würde die Eintracht jedes Jahr Champions League spielen. Aber ist nun mal nicht, ne? Vielleicht müsste man das mal als Vorschlag reinreichen bei der UEFA. Oh, wir haben jetzt ein paar englische Wochen, sehe ich gerade. Wir haben dann auch DFB-Pokal gegen Gladbach. Also, wir können jetzt jeden Mann und jede Frau gut gebrauchen. Sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. So, hier 2 Tage Pause, Hoffenheim. 2 Tage Pause, Gladbach. 3 Tage Pause, Dortmund kommt dann. Oh, das wird eine happige Woche hier. Gladbach, Dortmund. 3 Auswärtsspiele sehe ich gerade. Hier auswärts, auswärts, auswärts. Ne, 4 Auswärtsspiele sogar. 1, 2, 3, 4 Auswärtsspiele bei Inter. Sehr, sehr geil. Dann Stuttgart, dann Gladbach in der Liga. Auch auswärts. Und dann zu Hause gegen Man City. Also der Oktober wird richtig schön knackig. Aber ist schön. Ich freue mich auf solche Spiele. Ich mag das. Ja, Mannschaft ist wieder fit. Genau. Meier, Pacho, Koch. Das wird also die Startelf sein. Obwohl, nee, so ganz noch nicht. Warte mal, das muss so hin. Mamouche muss dahin. Jetzt muss ich wieder gucken, ob das hier auch so ist. Götze van de Beek. Genau, weil ich das hier, glaube ich, umgestellt hatte. So ein 4-3-3 ist halt auch mal mit dabei. Dann, wie gesagt, ein 4-2-3-1 mit Flügelspiel. Eine Fünferkette spiele ich halt auch selten. Und sehr defensiv ist halt 4-1-4-1. Also ich werde weitestgehend 4-2-3-1 oder halt 4-3-3 spielen. Je nach Gegner. Ne? Also, nochmal ein kurzer Blick auf die Tabelle. Und dann gucken wir uns nochmal nach Filip Kostic um, dass wir den schon mal auf die Liste setzen. Bundesliga-Tabelle, 4. Platz, hinter Mainz, hinter Dortmund, hinter Leverkusen. Dortmund und Leverkusen marschieren bislang mit 4 Siegen vorneweg. Hätten wir auch sein können. Oder zumindest halt auf dem 3. Platz. Naja, wie sieht's unten aus? Leipzig 10. Schalke letzter. Okay, erzählen wir was Neues. Köln die Hertha. Wird auch, glaube ich, unten wieder ganz schön spannend. Ich glaube, da gibt es diesmal ein engeres Duell als in der letzten Saison. Jetzt gucken wir nochmal nach Filip Kostic, dass wir den schon mal in Richtung Frankfurt wieder lotsen können. Mal gucken, wie viel Geld der kostet, weil das kann ich mir nicht mit angucken. Filip Kostic. Und das wäre eine Geschichte für den Winter. Die Rückkehr des verlorenen Sohns hier immer noch ganz, ganz stark. Und der kann halt auch überall eingesetzt werden auf der linken Seite, ne? Ne, warte mal, hier auf Wunschliste. Ich meine, beobachten müssen wir den nicht mehr. Okay, Verkaufspreis bei ca. 40 Millionen. 33 Millionen, da müssen wir dann auch erst im Winter mal was verkauft bekommen. Oder halt durch die Champions League, wenn wir zum Beispiel in der Champions League weiterkommen, dann kriegen wir auch noch ein bisschen Preisgeld. Und das ist nicht zu knapp. Also in der Champions League verdienen sie richtig Kohle. Dann können wir Filip Kostic auch im Winter zurückholen. Also, das sind die Pläne. Bundesliga, super. Jetzt hoffen wir, dass wir auch einen guten Champions League-Start haben. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch.
bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.